was hier gerade bei uns so passiert. Die Informationen sind noch so ein bisschen rar. Exakt vermessen mit Augenmaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche voller Ungewissheit, wie es mit uns nach 4 Jahren auf dem afrikanischen Kontinent weitergeht. Wir sind Yvonne und René und wir freuen uns, dass du dabei bist. Jetzt ist ja endlich mal Schluss mit lustig. Unsere neuen Freunde verlassen uns jetzt tatsächlich. Die machen sich auf den Weg nach Südafrika. Die haben umgeplant. Die werden runter nach Kapstadt fahren und von dort aus ihr Auto zurück verschiffen. Und wir werden hier versuchen, weiter nach Osten zu kommen. Safe travels. You too. Nachdem wir jetzt Laura verabschiedet haben, sitzen natürlich auch wir mal wieder hier an unserer Karte und überlegen, wie es für uns so weitergeht. Genau, jetzt ist plötzlich auch bei uns wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung entstanden und wir müssen halt auch irgendwann mal planmäßig weiter, weil wir wollen nach Möglichkeit bis Weihnachten oben in Nairobi sein. Wir müssen jetzt halt mal gucken, dass wir auch langsam wieder in Wallung kommen. Ich krieg langsam Stress, wenn ich sehe 6 Wochen. Und auf jeden Fall, Problem ist halt momentan, wir wissen noch nicht, wie die Situation momentan in Tansania aussieht, ob man schon wieder problemlos ein- und ausreisen kann und auch dort reisen kann. Die Informationen sind noch so ein bisschen rar. Das andere ist, dass halt aktuell aufgrund der Problematik in Tansania, es gibt hier nirgendwo Sprit. In Tansania gibt es momentan keinen Sprit, es gibt keinen Sprit hier in Malawi, es gibt keinen Sprit in Nordsambia. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir sind bis jetzt 300 Kilometer gefahren seit dem letzten Tanken und wir haben noch so für 1000 Kilometer Diesel, aber das wird auch nicht bis an die Küste von Tansania reichen. Das heißt, wir müssen da noch mal ein bisschen wahrscheinlich noch abwarten, wie sich die Situation die nächsten Tage entwickelt. Bevor unsere Umtriebigkeit uns ganz aufscheucht, machen wir noch einen Ausflug, um die vorgelagerte Insel zu erkunden. Für die, die gerade erst bei uns eingeschaltet haben, wir stecken gerade auf dem Weg nach Kenia in Malawi fest, da es in Tansania nach den letzten Präsidentschaftswahlen schwere Unruhen gibt und über 1000 Todesopfer zu beklagen sind. Alle Landesgrenzen wurden vorerst geschlossen und besonders der von uns zu nutzende Grenzposten komplett zerstört. Also es ist ja noch nichts richtig beschlossen, aber irgendwie macht sich hier schon Aufbruchstimmung breit. Yvonne fängt gerade an, da hinten unseren Backofen zusammenzuklappen. Ich ziehe auch schon mal die Arbeitsklamotten an und werde erstmal wieder unser Reserverad da unten drunter montieren. Und ja, wenn so eine Eigendynamik hier entsteht, was immer mal bei uns passiert, dann endet das am meisten darin, dass wir in wahrscheinlich 2 Stunden hier den Abflug machen. Nachdem wir bereits eine Woche hier in diesem kleinen Idyll Makusi Beach verbracht haben, dauert es eben auch seine Zeit, um alle 7 Sachen wieder an seinem Platz zu verstauen. Und ja klar, einmal angefangen wollen wir dann eben auch los. So, Klappe zu, alles gepackt. Ich glaube, jetzt können wir losziehen. Einen schönen guten Morgen aus Mzuzu.
Eigentlich wollte ich diese Station diesmal filmisch überspringen, weil wir hatten sie ja schon. Wir sind gestern auf jeden Fall von unserem wunderbaren Makusi Beach da unten hier wieder hochgefahren in den Norden, wollten hier nur mal kurz shoppen gehen und gleich wieder weiter Richtung Norden, weil der Plan war gefasst. Tansania hat sich wieder beruhigt. Und was ist? Heute kriegen wir wieder Nachrichten, dass alles doch wieder am Aufbrodeln ist. Das Problem ist einfach, man kriegt halt keine genauen Aussagen. Das ist alles so ein bisschen so oder so. Ja, die einen sagen, es normalisiert sich wieder, aber ich meine, das ist ein großes Land und richtig genaue Infos gibt es nicht. Und wenn wir jetzt reinfahren, wir würden ja versuchen, über die Hauptrouten, eigentlich so viele Routen gibt es nicht, durch Tansania durchzukommen. Wir wollten ja nach Dar es Salaam und wir würden uns schon auf den Hauptstraßen überwiegend aufhalten. Jetzt querfeldbeter durchs Land zu fahren, das ist wahrscheinlich ein Monatsprojekt. Und da ist halt die Frage, was ist in welchen Städten, was passiert. Welche Unruhen treten eventuell auf? Inwieweit ist man dort als Tourist betroffen? Ich glaube, der Tourist wird nicht das Ausgangsziel von irgendwelchen Taten sein. Aber wenn irgendwo gerade eine Unruhe ist, man kommt halt mit rein, dann steckt man halt mittendrin und das kann halt auch mal blöd ausgehen. Ja, deswegen, wie gesagt, Informationszustand eigentlich eine Katastrophe. Wir wissen in Wahrheit gar nichts Richtiges und ja. Und hadern einfach gerade schon wieder. Hadern, wie wir damit umgehen sollen. Ist ja immer die Frage, setzt man sich einem Risiko aus oder nicht? Muss das sein, sich einem Risiko auszusetzen? Die Risikoeinschätzung, wie eben schon erwähnt, ganz, ganz schwer. Es bricht natürlich wieder all unsere Pläne, die wir gefasst haben. Voller Mute. Die letzten Wochen wirft das wieder komplett durcheinander. Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir müssen echt noch mal ein bisschen in uns gehen. Eigentlich sind wir schon unterwegs. Wir wollten jetzt schon wieder weitergefahren sein. Aber jetzt sitzen wir hier wieder auf 1300 Meter und harren ein bisschen der Dinge. Die Alternative wäre jetzt erstmal wieder zurück Richtung Lusaka zu fahren. Und irgendwann müssen wir halt mal zu Potte kommen, weil Stand heute, wir haben noch exakte 6 Wochen und dann muss unser Auto fertig irgendwo eingepackt sein und wir Richtung Flieger unterwegs sein. Das ist ein bisschen, also langsam pressiert die Zeit, weil einfach Entfernungen halt auch so groß sind. Ne? Mich stört halt ein bisschen, wenn wir jetzt wieder zurück nach Lusaka fahren, dann fangen wir beim nächsten Mal wieder in Lusaka an und probieren den gleichen Quatsch wieder da hochzufahren. Das irgendwie stört mich das gewaltig. Dann ist für mich so die Alternativüberlegung, ob wir nicht doch sagen, okay, jetzt ziehen wir einmal durch, fahren nicht nach Lusaka, sondern fahren rüber bis Namibia jetzt gleich und lassen den Wagen in Windhoek stehen und würden dann in der nächsten Instanz versuchen, die Westroute wieder zurück über Westafrika, zurück nach Marokko, Europa zu fahren. Eigentlich hatten wir uns dagegen entschieden und wollten, wie gesagt, von Mombasa aus irgendwo hin verschiffen. Wo war noch nicht ganz klar. Ja, das wirft jetzt wieder alles durcheinander. Ja, das mussten wir jetzt doch nur noch mal mit euch teilen. Wenn ihr das seht, ist das ja alles dann auch schon wieder alter Kuchen. Dann sind wir ja schon wieder, dann müssen wir ja Entscheidungen getroffen haben. Ich bin ja immer ein paar Wochen hinterher, aber ja, es ist spannend. Okay, wir werden uns jetzt wieder in unsere Handys vertiefen. Wir wollten das nur mal kurz mit euch teilen und werden hier ein bisschen rumdatteln und versuchen, Informationen zu sammeln und halt irgendwie zu einem Entschluss kommen. Also, bis ich fahr dann. einfach wieder an Lake Malawi und leg mich an den Strand. Da kommt Hoffnung für das Land Malawi auf uns zu. Treibstofftanker. Es sind jetzt schon etliche an uns vorbeigekommen. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Grenze zwischen Tansania und Malawi jetzt wieder funktioniert. Die war ja scheinbar auch irgendwie niedergebrannt. Aber jetzt scheint der Lkw-Verkehr da wieder fließend zu kommen. Und das sichert natürlich hier die Treibstoffversorgung im Land. In Mususu war heute die Katastrophe. Die ganzen Tankstellen entweder ganz zu oder komplett überfüllt. Die Leute haben ihre Autos schon davor geparkt und haben sie verlassen, nur damit sie die Reihenfolge noch beibehalten können. Also kilometerlange Schlangen.
sagen wir, fordernd für uns Dieselfahrer ist tatsächlich, dass Dieselfahrer gibt es nicht so viele. Die meisten Autos fahren mit Benzin und das sind dann eigentlich nur so die LKWs, die mit Diesel unterwegs sind und davon sind es nicht so viele. Deswegen, wenn es Diesel gibt, sind da die Schlangen in der Regel nicht so groß. Muss ja auch mal Glück haben. Wir haben auf jeden Fall entschieden, im Moment für heute, für den Moment, dass wir nochmal runter an den Lake Malawi fahren. Und wir müssen weiter Brainstorming betreiben. Wir müssen überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen nur eine Entscheidung innerhalb der nächsten 48 Stunden für uns treffen, wie es für uns weitergeht. Ob es weiter in diese Richtung geht, da entlang nach Norden, oder ob wir kehrt machen müssen und eben zurück Richtung Sambia oder eben auch gegebenenfalls in Richtung Windhoek. Unsere Fahrt gestaltet sich sehr ruhig, denn jeder von uns ist tief in seiner Gedankenwelt versunken und versucht, seinen Weg durch dieses Gefühlschaos zu finden. Wieder runter an den See heißt übrigens für uns in Richtung Norden, denn trotz aller Unsicherheit möchten wir die Highlights des Landes noch erkunden und sind auf dem Weg nach Livingstonia, dessen Geschichte ich euch später noch erzählen werde. Hier könnt ihr die Strecke von dieser Woche verfolgen. Vom tropisch heißen Seeufer in Makusi Beach geht es in die kühle Bergwelt Msusus, um wieder in die Hitze des Sees abzutauchen, bevor es wieder in die kühleren Regionen Livingstonias geht. Wir nähern uns langsam Livingstonia. Das ist ja die Missionsstation überhaupt, die bekannteste. Und da hat ein Dr. Laws aus England um die 1900 Ende 1800. Ende 1800 hat er eine Missionsstation gegründet. Und zwar nachdem er erst in Cape Maclear war, das habe ich ja schon mal erzählt, als wir dort waren, und noch eine weitere unten am See errichtet hatte. Aber da unten sind zu viele Ärzte, Patienten und auch Patienten eben an Malaria gestorben, weil eben da unten zu viel Malaria war. Und er hat einfach einen Platz gesucht, der nicht so Malaria verseucht war, und hat ihn dann hier oben gefunden. Das ist immerhin auf 1360 Meter hoch und das besichtigen wir jetzt noch mal so ein bisschen mit betrübtem Inneren, weil wir ja so hin und her gerissen sind, was wir tun wollen sollen. Allerdings wurde so viel jetzt davor gewarnt, dass wir nach Tansania fahren. Es war ein furchtbares Geräusch unter mir gerade, Entschuldigung. Dass wir tatsächlich beschlossen haben, dass wir umdrehen werden. Mal gucken, ob dieser Entschluss heute Abend und morgen noch Bestand hat, aber Stand eben im Moment fahren wir tatsächlich zurück an die, erstmal zumindest nach Sambia und vielleicht sogar Richtung Windhoek. Wir haben noch 5 Wochen Zeit, um uns zu entscheiden. Diese Zerrissenheit macht uns echt narrisch. Vernunft gegen Wagemut, Fakten gegen Unsicherheit, Hilflosigkeit aufgrund Informationslosigkeit. All das lässt uns schwanken und von Stunde zu Stunde neue Entscheidungen fällen, um diese dann wieder zu verwerfen. Doch jetzt genießen wir erst einmal etwas Geschichte. Gut. Herzlich willkommen zur Livingstonia Mission, die zu Ehren des Afrika-Forschers David Livingstone so benannt wurde. Sein Abbild ziert die gläserne Front der Kirche gemeinsam mit seinen treuesten Begleitern Susi und Shuma, die den einbalsamierten Leichnam 1873 nach dem Tod Livingstons in Sambia unter größten Gefahren zur Küste brachten, damit dieser nach England überführt werden konnte, nicht ohne ihm zuvor sein Herz zu entnehmen und dieses unter einem Baum zu begraben, um seine ewige Verbundenheit mit dem Kontinent zu besiegeln. Und hier könnt ihr den Ursprung dieser Mission sehen. Das ist der Reverend Dr. Robert Laws, der das hier gegründet hat. Er war natürlich Missionar und aber auch Arzt, wenn ich nicht ganz lüge. Aber ich glaube, so habe ich das richtig in Erinnerung. Ich
Der hat über 50 Jahre hier gelebt. Das sind jetzt auf jeden Fall alles ganz alte Steine, auf denen ich rumlaufe, auch wenn sie so nicht aussehen. Aber das finde ich ja immer so spannend. Ich kann mir dann immer vorstellen, wie die Leute hier früher rumgewandelt sind, was die durchgemacht haben. Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen. Aber wie die hier hochgekommen sind und sich das jetzt hier erarbeitet haben, diese Kirche aufgebaut haben, diesen Enthusiasmus, sowas finde ich faszinierend. Ja, so sieht das hier aus. Und wenn euch unsere Filme gefallen, dann zögert nicht, uns weiter zu empfehlen, ein Abo, Like und einen Kommentar zu hinterlassen, denn weiterhin zählt. Jede Interaktion mit euch motiviert uns und hilft dem Kanal beim Wachstum. Dankeschön. Unser Weg führt uns zu der unter Reisenden bekannten Mushroom Farm, einem Gasthaus mit angeschlossener Campsite, das großen Wert auf Nachhaltigkeit und Recycling legt und uns den Atem raubt mit der Aussicht von unserem Platz hoch über dem Malawisee. Jetzt haben wir 2 Stunden hier in dem Lounge-Bereich von dem Camp verbracht. René hat versucht, die Drohne abzudaten, hat mit ihr gekämpft und gekämpft, weil die wollte nicht mehr fliegen. Er ist schon ganz genervt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns jetzt entschieden, wir werden nicht nach Tansania fahren. Der Entschluss steht jetzt fest. René guckt mich schon wieder ganz kritisch an. Ich sage das jetzt so oft, damit wir es auch wirklich durchziehen. Sie sagt das jetzt extra so vehement, Ja. damit es selber bei ihr auch im Genau. Hirn verankert wird, damit Ganz wir das noch genau. beibehalten. Genau. Der Entschluss aber steht. Ich glaube tatsächlich, wir sind uns der Entscheidung jetzt relativ bewusst, dass wir nicht nach Tansania fahren. Mit dieser Entscheidung wird uns beiden etwas leichter ums Herz. Und auch wenn es natürlich nur absolute Luxussorgen sind, so sind es doch Sorgen und belasten uns. Diese Zerrissenheit nimmt uns einen Teil der Leichtigkeit und so sind wir froh, einem gemeinsamen Entschluss entgegenzusehen. Noch ein kurzer Rundumblick hier über die Campsite, wo wir uns wunderbar aufhalten. Das Wort Campsite hört ihr ja entsprechend häufig jetzt hier in Malawi. Das Land ist so eng besiedelt, dass wir tatsächlich zum ersten Mal jede Nacht auf einer Campsite verbracht haben. Und hier, das ist ja eins hoch über den Bergen, nicht über den Wolken, aber ein sehr eco-friendly Camp, was auch nur Solarstrom betreibt und hier echt herrliche Sanitäranlagen hat. Das Plumpsklo mit Aussicht, das muss ich ja jetzt nicht besuchen. Aber hier die Duschen, die sind jetzt nachmittags warm, hoffe ich zumindest, weil ja hier der Danki, der Wasseraufbereiter, der wurde angeheizt, das habe ich vorhin gesehen. Und ich gehe jetzt mal duschen, auch mit Aussicht.
Die Frau hat gesagt, heute ist Schluss mit Müßiggang. Ich müsste mich jetzt mal bewegen und hat gesagt, wir gehen jetzt eine Runde wandern. Und deswegen habe ich schon mal meinen Wanderhut auf, die lesische Sonnenbrille, den Rucksack und der oben feuerfrei. Attacke, es geht los. Tür zu und Anpost. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass der mir immer wieder Angst So, macht. und jetzt Achtung. können wir hier auf der Seite gleich die Rückkommszene drehen. Hat er, Oh, war das ein anstrengender Lauf. Und jetzt bin ich endlich wieder zurück und kann mich wieder in meinen Stuhl setzen. Aber war ganz schön die Wanderung, oder? nachdem er jetzt die erste Energie losgeworden ist, das sprudelte aus ihm raus. Es ging nicht anders. Es ließ sich nicht unterdrücken. Und jetzt werde ich die Lady hier mal anpeitschen zur Höchstleistung. Dass hier mal richtig was läuft. Okay. Er lässt sich immer noch nicht bremsen, aber wir gehen jetzt tatsächlich los und er kriegt gleich von mir Haue. Echt. Oh, ich hasse das, wenn der so ist. Wir gehen jetzt an einen feuchten Ort. Wir suchen jetzt mal Wasserfälle. Wir suchen jetzt hier Wasserfälle. Die hören wir die ganze Zeit, wenn es nicht das Blätterrauschen ist. Jetzt gehen wir mal auf die Suche nach ihnen. Ich mache jetzt, was meine Frau gesagt hat. Ich gehe jetzt hier brav wandern. Und jetzt will sie unbedingt noch so einen Adventure Walk machen, nicht so auf so einer normalen Straße hier lang laufen. Und hat gesagt, ich soll da mit ihr da abends Gestrüpp jetzt gehen. Jetzt habe ich mal geguckt, also es könnte sein, dass sie recht hat und dass wir da entlang des Höhengrades laufen können, weil ich sehe auf meiner Karte sehe ich eine Höhenlinie, aber keinen Pfad. Aber es könnte sein, dass man da dann, wie sie gesagt hat, entlang laufen könnte. Und ja, Chefin das sagt, mache ich das. Bevor ich Ärger kriege, laufe ich mal los. Diejenigen, die uns schon länger verfolgen, wissen, wer der Antreiber dessen ist. Ich folge ihm mal. Als brave, geduldige Ehefrau mache ich mal eine Zeit lang mit, was er will. Jetzt haben wir einen unfreiwilligen Führer bekommen, der uns jetzt den Shortcut zeigt. Der geht in Mosuru in die Schule noch. Also ich schätze mal, er geht studieren. Voll der Dschungel hier. Der junge Mann schließt sich uns unter dem Vorwand, seine Englischkenntnisse aufbessern zu wollen, an und auch als wir ihm klar verständlich machen, keinen Guide zu benötigen und auch nichts zu bezahlen, bleibt er eisern an unserer Seite. Das sind die höchsten Wasserfälle Malawis, hat mich René gerade aufgeklärt. 200 Meter fallen die hier in die Tiefe. Ich sag mal, jetzt natürlich noch Ende Trockenzeit, deswegen fließt ja noch nicht allzu viel Wasser. Und ich gehe davon aus, dass in ein paar Wochen hier deutlich mehr Zampano passiert. Tatsächlich sind die Mancheve-Fälle mit ihren 125 Metern die höchsten des Landes und das angeschlossene Höhlensystem diente in der Vergangenheit Sklavenhändlern als Zufluchtsort. Wir genießen die wohltuende Abkühlung in der Gischt, denn es ist brüllend heiß.
sehen wir die Produktion von den Ziegelsteinen nochmal. Wir sehen das ja in ganz Afrika bis jetzt verteilt. Überall, quasi wie hier, wird Land abgetragen. Das ist ja alles Lehmboden. Und dann werden Hier aufgeschichtet. erstmal werden sie gepresst in Formen, die man jetzt hier nicht sieht. Genau. Dann werden sie aufgeschichtet. Dann werden sie mit Lehm verkleidet. Unten drunter sind so Feuerhöhlen. Und dann werden sie von unten herauf ausgebrannt. Und wenn sie fertig sind, so werden sie halt gehärtet, wetterfest gemacht. Und dann wird ein Haus gebaut. Und so sieht nämlich dann so ein Haus aus. Klassischer Lehmboden, der wird dann festgestampft. Was auch immer das dann wird. Aber immerhin ein Holzrahmen, Holzfensterrahmen. Und dann kommt noch ein Dach drauf. Und dann ist man wetterfester geschützt. So, jetzt haben wir nicht nur einen, sondern gleich zwei Jungs, die uns begleiten. Und die sich schon gestritten haben, wer am Ende die Bezahlung bekommt, die wir nicht vereinbart haben. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, als der Junge mal mit uns gelaufen ist, dass wir keinen Führer und dergleichen brauchen. Wir wollten einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Dass wir das alles nicht wollen. Und dass wir nichts bezahlen. Er natürlich generell gesagt, dass er Er will ja unglaublich nur Englisch sprechen. gerne mit uns geht und Englisch spricht und was weiß ich. Und irgendwann kam jetzt ein zweiter dazu und jetzt kam natürlich der Gedanke auf, da wir ihm ja kein Geld geben sollen, ob wir nicht dem anderen was geben könnten. Ach so. Bisschen tricky schon, aber läuft halt so auch nicht. Und bevor wir wieder gescholten werden, dass wir natürlich das Geld dafür erübrigen könnten, das ist schon ganz klar. Aber es geht ja immer ein bisschen um die Masche. So, unser Trip kommt zu einem Ende. Die Anstrengung ist vorbei. Jetzt bleiben wir auf der Main-Piste hier und verlassen unseren Freund. So wie wir auch euch für diese Woche verlassen müssen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wer unsere Arbeit mit den Filmen oder unsere Reise unterstützen möchte, findet den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung und in unserer Bio. Ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt bleibt nur zu sagen, habt eine gute Woche, bleibt alle schön gesund und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye.